Hey zusammen und willkommen. Es ist Zeit für einen neuen Concept Art Workshop. Ich freue mich, dass du dabei bist und Interesse zeigst, etwas Neues zu lernen. Ich bin Ramon Springer und ich werde dich durch den Kurs führen. Wir werden zusammen viele kleine und große Übungen machen. Ich werde viel zeichnen und painten und erklären, warum und wie ich etwas mache. Dabei werde ich manchmal auf Designtheorien eingehen, manchmal auch über persönliche Überlegungen beim Zeichnen sprechen und oft rein technische Details zu Programmen und Arbeitsschritten ansprechen. Ich werde außerdem versuchen, komplexe Workflows auf einfache, kleinere Teilaufgaben runterzubrechen und dir konkret Tipps und Tricks verraten, die dir helfen sollten, zu fokussieren oder auch einfach motiviert zu bleiben. Ich lade dich ein, alle Übungen in deiner eigenen Geschwindigkeit mitzumachen und dir deine Bilder gut sortiert abzuspeichern. Wenn du Fragen oder Ideen haben solltest, notiere dir bitte alles. Wir werden später nach dem Online-Kurs Einzel- und kleinere Gruppenmeetings machen. Dort können wir dann über alles sprechen, was dir gut gefallen hat, was du nicht so gut fandest oder wo du eventuell Schwierigkeiten hattest und was ich für den nächsten Kurs optimieren kann. Denn ich will ehrlich sein, ich habe zwar schon einige solche Kurse in der Vergangenheit gegeben, allerdings noch nie in dieser Form, also online und im Videoformat. Aber darum geht es ja schließlich, neue Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein und etwas zu lernen. Weswegen du dich hoffentlich auch für diesen Workshop entschieden hast. Der Workshop ist vordergründig an Neulinge und Anfänger gerichtet. Das sollte dich aber nicht abschrecken, trotzdem zuzuschauen und mitzumachen, falls du schon fortgeschrittener Artist oder Profi sein solltest. Vielleicht habe ich ja doch noch den ein oder anderen Tipp für dich. Und außerdem ist es sicherlich auch eine ganz schöne Übung nebenbei. Hier kurz noch ein Überblick, was ich mit dir in diesem Workshop vorhabe. Ich habe den Kurs in einzelne Übungen geteilt, die nacheinander ablaufen und aufeinander aufbauen. Es macht also Sinn, dass du dir die Playlist von Anfang bis Ende chronologisch einfach hintereinander durchschaust und an den entsprechenden Stellen aktiv mitarbeitest. Natürlich kannst du, wie du magst, Sachen überspringen, Übungen auslassen oder einfach Pause machen, wie du möchtest. Das ist dir vollkommen selbst überlassen. Ich empfehle dir aber, auch wenn du der Meinung bist, dass du vieles schon kennst oder kannst, die Videos trotzdem einfach durchschaust und Übungen einmal mitmachst. Zuletzt noch ein paar Sätze zum Inhalt und Ziel des Workshops. Ich habe mir als übergeordnetes Thema Environment und Prop Design ausgewählt. Dabei konzipieren, skizzieren und schließlich illustrieren wir 2 Schauplätze inklusive einiger Gegenstände und Props, die relevant für unser fiktives Setup sind. So ein Themengebiet mit dieser Art von Aufgaben findet Anwendung in vielen Bereichen der Medien, wie zum Beispiel Film, Werbung, aber auch Games. Bereiche, in denen ich selbst viel arbeiten durfte und Erfahrung sammeln konnte. Darüber hinaus kann dir aber auch das Wissen und die Fähigkeiten, die wir gemeinsam in diesem Workshop erarbeiten, in vielen anderen Bereichen einfach helfen. Das konzeptionelle Denken und das reine handwerkliche Zeichnen und Painten, das kann manchmal ein ganz schön tricky Business sein und ich weiß selber, wie das war am Anfang. Ich war einfach dankbar für jeden Tipp und für die Hilfe, die ich irgendwo kriegen konnte, und wenn ich dir dabei irgendwie helfen kann und ein paar Tricks verraten kann, dann ist das schon eine coole Sache. Das ist zumindest mein Ziel und meine Motivation, diesen Workshop zu halten. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist neugierig und motiviert und ja, lass uns loslegen.